Willkommen zurück bei Sea-Tramp. Ja, da sind wir wieder. Aktuell sind wir auf den San Blas-Inseln, haben uns von dem Schrecken des Überfalls vor 6 Wochen etwas erholen können und fangen wieder an, das Segelleben zu genießen. Heute Morgen war schon der lokale Gemüseverkäufer hier, dass wir unsere Vorräte ein bisschen aufstocken konnten. Ja, und jetzt eigentlich genießen wir die nächsten Tage erstmal hier auf Titchimi auf den San Blas, hängen ein bisschen rum, kommen wieder in den Bootalltag. Und was gehört für mich zum Bootalltag dazu? Richtig, ich gehe jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Zanahoria. ¿Cómo se dice? Zanahoria. 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 ¿Cuánto? ¿Cuántos kilos? Un kilo. Papaya. La verde, limón. Todos. Todo el mismo día. No, no. Un día aquí y el otro sigo. Entiendo. Sí. Ah, Hey, 3 minutos. 27. 26. Holst mal 30 Monate gleich? Ja. Das war doch schon mal ein guter Start in den Tag. Ich würde sagen, jetzt erstmal Zeit für ein Frühstück und noch einen Kaffee. Da freut man sich, dass die Temperatur unter 36 Grad ist und das nur weil, was passiert? Es regnet! Das bin ich schuld, weil ich gestern den Tag gelobt habe, weil es gestern bis 23:35 Uhr nicht geregnet hat. Ich habe es ausgesprochen und dann hat es geregnet. Ja. Ja. Aber ist jetzt auch keine große Überraschung, dass es in den Tropen regnet. Erster richtiger Segeltag auf den San Blas, aber wobei, ist ja nicht mal ein richtiger Segeltag. Nee, noch sind wir erst rausgefahren aus dem Riff. Ja. Noch kein Segel draußen gesehen. Nee, lohnt sich ja nicht. Wie viel Knotenwind haben wir? 1,6. Okay, ich glaube, das mit dem Segeln hat sich erledigt. Dafür war ich heute schon schwimmen. Zwar nicht 100% freiwillig, aber wie nennt man das? Für eine gute Tat. Für eine gute Tat. Ja, unser Nachbar, der Luke, den haben wir seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen und wir wollten ihm noch Bescheid sagen, dass wir halt jetzt fahren, weil wir eigentlich noch zusammen zu Haien-Schnorcheln gehen wollten. Und ja, wir haben erst gerufen, dann haben wir dieses Nebelhorn ausgepackt und gut, keine Reaktion. Dann haben wir noch andere Boote, die länger hier sind, gefragt.
Haben ihn auch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Wollte Mario das Ding ins Wasser lassen und rüberfahren, aber wir hatten den Anker ja schon oben. Kini an, reinschwimmen, rüberschwimmen, klopfen. Da auch erst nicht drauf reagiert, aber irgendwann kam er dann endlich. Hatte seine Kopfhörer wohl drin, hat es gar nicht gehört. Naja, aber immerhin wissen wir jetzt, dass es ihm gut geht. Und in den nächsten Tagen schauen wir noch bei ihm vorbei. Genau, dann gehen wir Haie gucken. Haie gucken, genau. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Wasser machen. Die ganzen kleinen Inselchen sehen sowas von niedlich aus. Aber irgendwie finden wir keinen unbewohnte, weil wir würden gerne mal die Drohne steigen lassen. Ich wollte jetzt keiner auf den Nerven fallen. Wir segeln. Was ist mit dir am frühen Morgen los? 8 Uhr, du schmeißt alle aus dem Bett. Wir segeln jetzt! Jetzt ist es noch nicht so heiß. Ab 10 Uhr ist es wieder so brüllend heiß, dass wir eh wieder nichts machen. Also dachte ich, heute stehen wir früher auf, bewegen wir uns ein bisschen, kommen aus dem Schuh. Ja, sieht gut aus. Zweimal noch der Lazy Mode, nur mit der Fog. Aber nicht alles auf einmal. Nachdem uns jetzt Navionics komplett verlassen hat, bin ich froh, dass ich die Open CPN-Karten habe. Warum hat uns Navionics komplett verlassen? Ich habe keine Ahnung. Es startet nicht mehr. Jetzt fahren wir mal nach Los Grullos. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob es überhaupt Land gibt. Oder ob das nur Riffe sind. Aber daneben ist Gunboat Island, das klingt nach einem Island. Ist jetzt nicht so weit. Die Hälfte haben wir schon. Handsteering. Wie krass ist das denn? Das geht echt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil wir das letzte Mal richtig selber gesegelt sind. Oder? Jetzt denk mal nach. Das muss auf der Überfahrt von Caymans gewesen sein. Das ist auch nicht lange. Zwischendurch, als wir Gäste da hatten, haben wir es die machen lassen. Und ansonsten haben wir ja da jetzt nur in der Bucht rumgegammelt in Linden. Da war auch nichts mit Segeln. Aber so vom Wellenbild erinnert mich das hier schon ziemlich an Kroatien. Also eins muss man dem Captain ja lassen, ne? Wenn er uns hier schon so früh aus dem Bett scheucht, weiß er wenigstens, was ich gehört. Während ich vorhin einmal kurz das Ruder übernehmen musste, hat der Captain uns hier was gebastelt. Versprochen ist versprochen. Hat er gesagt, gibt Pancakes. Das heißt, wir machen kurz einen Anchor-Stop hier in Lemon Cay Jawohl. und dann überlegen wir, wohin es weitergeht. Bisschen ankern, bisschen frühstücken, bisschen schnorcheln. Gucken, vielleicht lasse ich gleich mal die Drohne steigen. Gucken auch, wie das Wetter so wird.
bisschen dunkel geworden, der Gute. Schauen wir mal. Komme ich aus der Übung. Tja, machen wir ihn jetzt auf oder nicht? Das ist eigentlich noch bis zum 6. Oktober. Könnte aber auch Frischkäse des Todes sein. Noch nicht, aber werden. Sprich, wenn wir den aufmachen, müssen wir den essen, weil mit Kühlung ist halt im Augenblick bei uns ein bisschen schwierig. Die Batterien, die wir letztes Jahr in Griechenland eingebaut haben, die scheinen schon am Ende zu sein. Entweder durch falsche Handhabung oder weil sie wirklich schon einfach durch sind oder weil sie einfach nicht dolle waren. Jedenfalls sieht es so aus, dass wir im Augenblick ab 18 Uhr Kühlschrank ausmachen müssen. Ja, weil die Leistung quasi noch so bei knappen 10 Ampere liegt statt 500 Ampere. Das ist ein bisschen depressing. Deswegen überlegen wir jetzt den Frischkäse aufzumachen, wobei wir uns den schon sehr lange aufgespart haben. Ich mache ihn jetzt einfach. Oh. Weise Entscheidung. Aber der ist noch super. Nur jetzt müssen wir noch essen. Kleine Kalorienbombe. Guten Hunger. Zeit für einen kleinen Drohnentest. Jo. Tja, Drohne Nummer 4, ich meine, heißt ja auch Phantom 4. Von daher. Vielleicht bringt das ja jetzt Glück, Nummer 4 zu haben. Ja, genau. Aber das ist eigentlich Nummer 5 lebt, ne? Naja, kennst du nicht mehr den Film? Natürlich. Ne? Ja. So alt bin ich auch noch nicht. Quasi der Vorläufer von Wall-E. Das sah auch ähnlich aus wie Wall-E, finde ich. Das stimmt. Ein bisschen. Naja, jedenfalls bin ich gespannt, ob das alles hinhaut. Eine junge Drohne in ihrem natürlichen Balzverhalten. Sie freut sich sehr, endlich mal wieder in die Luft gelassen zu werden und das signalisiert sie durch sehr unkontrollierte Bewegung. Oh no.